Irgendwann war das ganze Universum mit allem, was hier ist, mit allen Galaxien, allen schwarzen Löchern, Sternen, Planeten, mal ungefähr so groß wie dieses Studio. Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Heino Falke. Vor wenigen Jahren hat er für eine wissenschaftliche Sensation gesorgt. Die Welt sieht zum ersten Mal das Foto eines schwarzen Loches und er ist der Fotograf. Er ist einer der weltweit führenden Astronomen, Bestsellerautor und zugleich ehrenamtlicher Prediger in der evangelischen Kirche. Ein Hoffnungsmensch also irgendwo zwischen Albert Einstein und Martin Luther. Heino Falke, herzlich willkommen. Also da fühle ich mich ja zwischen sehr großen Riesen eingespannt. Aber passt schon irgendwie, oder? Nee, nicht wirklich. Und das Foto haben wir auch mit dem ganzen Team gemacht. Also Wissenschaft ist ja heute Teamarbeit. Da waren ein paar Leute mit dabei. Es ist auch ein Foto, das auf der ganzen Welt zeitgleich aufgenommen wurde. Aber da kommen wir dazu. Erstmal ein Datum. Ja. April 2019. Es war der 10. April. 15:07 Uhr. Richtig. Was war da? Ja, da haben wir zum ersten Mal dieses Bild des schwarzen Lochs gezeigt. Ein schwarzes Loch, das ist eigentlich ein Fantasieobjekt der Physik, von dem man nicht wusste, ob es existiert. Lange Zeit, es war eine reine Theorie. Ein bisschen Mythos. Also Ne? so ein bisschen Mythos eigentlich. Ein Objekt, das so viel Masse hat, dass alles verschluckt wird, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Also die absolute Dunkelheit repräsentiert. Und wir haben davon ein Foto gemacht und konnten ein Bild zeigen und das eigentlich so den Blick lieferte in die Dunkelheit. Ich glaube, so ist noch nie ein Foto der Welt vorgestellt worden. Überall auf dem Globus zeitgleich abgestimmt wurde dieses Foto dann präsentiert, ne, bei verschiedenen Pressekonferenzen. Es war eine weltweite Kollaboration, die das aufgenommen hat, weil wir brauchten die ganze Welt, um dieses Bild aufzunehmen. Es war ein Radioteleskop auf der ganzen Welt zusammengeschaltet worden, um dieses Bild zu machen. Und dann haben wir es auch weltweit präsentiert. In zwei großen Pressekonferenzen in Washington und in Brüssel, aber auch dann in Santiago, in Tokio, in Shanghai war Wahnsinn, noch eine, in Taipei. Und also es war tatsächlich ein weltweites Event und am Ende haben 4,5 Milliarden Menschen dieses Bild gesehen. Wahnsinn, nicht? Und die ganze Welt wurde zum Fotoapparat sozusagen gemacht und überall wurde dann entsprechend das Foto präsentiert. Du hast schon gesagt, ein schwarzes Loch ist verdichtete Masse, so eine Art Müllschlucker des Universums, so ein Staubsauger, der alles einsaugt. Und das Schwarze Löcher bleiben übrig, wenn ein Stern am Ende seines Lebens angekommen ist und explodiert, dann wird der Kern zusammengepresst, also nicht du als Kern, sondern der Kern des... Ich verstehe schon, ja. Ich bin dankbar dafür. Ja, für die Anspielung. Nein, der Kern des der Sterns wird zusammengepresst und dann ist so viel Materie auf kleinstem Raum, dass es unter seinem Eigengewicht zusammenbricht, kollabiert und immer kleiner wird und dann wird immer mehr Masse auf immer kleinerem Raum zusammenkommen. Und dann wächst die Anziehungskraft in der Umgebung dieses Objektes so stark, dass eben auch Licht nicht mehr entkommen kann. Und wenn kein Licht mehr entkommen kann, kann auch keine andere Information mehr entkommen. Nichts kann mehr entkommen. Alles, was einmal hineinfällt, ist für immer verschwunden. Und wenn man jetzt ein Loch fotografieren will, ist ja die Frage, was sieht man dann eigentlich? Das, was drumherum ist. Das Runde drumherum, genau. Was ist das? Das sind irgendwelche Strahlungen? Ja, Licht. Tatsächlich das Licht, wenn man das Licht, das abbiegt oder so. Wenn man ein dunkles, schwarzes Loch hat und Licht drauf scheinen lässt, dann verschwindet natürlich ein Teil des Lichts. Und die Schwerkraft ist so stark, dass das Licht abbeugt, dass es sozusagen im Kreis fliegen kann. Und wir sehen dann einen Ring aus Licht um dieses schwarze Loch herum. Und dieser Ring, der war auch genauso groß, wie das vorhergesagt wurde, aufgrund der Theorie von Albert Einstein, der Relativitätstheorie. Du hast in deiner Dissertation, also Doktorarbeit, schon vor über 20 Jahren dich mit schwarzen Löchern befasst, die ganze Zeit daran gearbeitet und daran geglaubt, dass es so ein Foto geben könnte. Ja, das war noch nicht klar bei der Doktorarbeit, aber ich habe mich damit beschäftigt, weil ich fand es faszinierend, diese schwarzen Löcher, diese Idee, dass es da sein könnte. Und irgendwann dämmerte so die Idee, da kommt ja Strahlung am Rand des Ereignishorizontes. Und ich war in einem Institut, das eigentlich diese Technik auch entwickelte mit diesen weltweiten Radioteleskopen in Bonn am Max-Planck-Institut. Und dann entstand irgendwann diese Idee, ja, wir könnten es vielleicht doch sehen. Und das war so ein Moment, wo dann auf einmal dieser Groschen fiel, so dieser, ich nenne das diesen Amazing Grace-Moment, wo man wo sich alles ändert, wo man das Gefühl hat, ja,
Es Jetzt, geht. Es Ja. geht. Es geht. Es wird funktionieren. Wir werden dieses schwarze Loch sehen können. Dann hat es noch 20 Jahre gedauert, aber am Ende hat es geklappt. Wahnsinn. Aber es ist schon toll, wenn man etwas denkt, erahnt, spürt und dann merkt, das kann funktionieren und es dann erleben darf, dass es tatsächlich der Fall ist. Ja, und das sind diese verschiedenen Momente. Also der allererste Gedanke, es könnte, und dann dieser Moment der Sicherheit, wo man das Gefühl hat, das wird funktionieren. Und dann dauert es eben diese 20 Jahre und dann ist dieser Moment, wo man das erste Mal dieses Bild sieht. Und das ist schon sehr besonders. Also da habe ich so eine Stunde über dem Boden geschwebt. Ja, das kann ich mir Und, vorstellen. Ja. Gleichzeitig aber auch die Angst, dass man sich selber betrügt. Ja, in der Wissenschaft ist es ja sehr gefährlich, wenn man das rauskriegt, was man gerne hätte. Es könnte eine Illusion sein, Das könnte der eine man Illusion da, sein. ja. Und also das Wichtigste in der Wissenschaft ist die Selbstkritik. Immer wieder. Darüber werden wir reden, über das, was man wissen kann und was den Glauben ausmacht. Bevor wir das tun, eine kleine Entweder-oder-Fragerunde an dich. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Mit 2 Alternativen, du entscheidest dich für eine oder legst eine dritte dazu oder kommentierst das irgendwie. Müllmann oder Astrophysiker? Ja, erst der Müllmann und dann der Astrophysiker. Du wolltest mal Müllmann Ich wollte werden Müllmann als werden. Kind. Ich fand Ne? das total beeindruckend, die Jungs mit ihren großen Maschinen, die sie da hatten. Und später habe ich dann mit großen Teleskopen arbeiten dürfen. Die waren dann noch ein bisschen größer. Nee, ich habe großen Respekt vor Müllmännern. Das ist eine tolle Arbeit. Und das schwarze Loch, das den Müll so Ist auch ein, aufsaugt. ist auch ein irgendwie. Müllschlucker. Also es hat sich eigentlich nicht geändert vom Kindheitstraum. Buch oder Bildschirm? Ich bin tatsächlich ein Bildschirmmensch. Ich schreibe zwar Bücher, aber ich lese fast nur am Bildschirm. Auch Bücher? E-Books und so? Ja, ich lese ja kaum Bücher noch, weil ich ja kaum die Zeit habe. Ich lasse mir von meiner Frau erzählen. Das Und ist, schreibst glaub ich, halt welche mal und so schreibst zwischendurch. Ja, nein, genau. Ja, das ist sehr widersprüchlich. Chaos oder Ordnung? Genau dazwischen. Ich schwenke zwischen Chaos und Ordnung hin und her. Also irgendwann ist mir das Chaos zu viel und dann muss die Ordnung her. Aber ich lasse die Ordnung auch manchmal sich in leichtes Chaos sich entwickeln. Naturwissenschaft oder Glaube? Auch da nur ein Und. Das gehört Schöpfung oder natürlich Evolution? zusammen. Auch das gehört natürlich zusammen. Es gibt kein Entweder-Oder in dem Bereich. Und noch letzte Alternative, die wiederum keine ist, Anfang oder Ende. Ja, ohne Anfang kein Ende und ohne Ende kein Anfang. Gucken wir mal zum Anfang. Am Anfang war der Urknall. Stimmst du zu? Ja. Die Wobei Urknalltheorie. was Anfang, es kann natürlich noch vor dem Anfang noch einen anderen Anfang gegeben haben. Ja, okay. Aber das ist mal so ein Punkt, an den wir zurückdenken, rechnen können überhaupt. Ne? Die Urknalltheorie gilt als die belegteste überhaupt. Oder da gibt es die hält sich schon seit Jahrzehnten. Der Grundgedanke, dass das Universum einen Anfang hatte. Am Anfang. Ja, Im genau. Anfang. Ja, diese ersten 2 Worte auch der Bibel, die sind wissenschaftlich heute eigentlich, ich würde sagen, unumstößlich. Und es ist auch gar keine Frage, dass das Milliarden von Jahren vorher gewesen ist. Die Details des Urknalls, da können wir noch mal drüber diskutieren. Und was war vor dem Urknall? Das ist noch eine größere Frage. Hat es noch Anfänge davor gegeben? Aber bleiben wir mal beim Urknall selber, soll etwa 13,8 Milliarden Jahre zurückliegen. Ne? So. 13,85 Milliarden Jahre, so Okay. ungefähr in dem Bereich. So, und das Ganze, das Universum ist in einer Ausdehnung begriffen, Und die wir heute noch sehen. die wir heute wahrnehmen. Ja. Und alles ging also aus von diesem einen Punkt, dieser einen Explosion einer Urenergie. Ist das soweit richtig? Ja, es ist eigentlich die Ausdehnung, wo sozusagen der Raum sich sozusagen schlagartig ausgedehnt hat. Irgendwann war das ganze Universum mit allem, was hier ist, mit allen Galaxien, allen schwarzen Löchern, Sternen, Planeten, mal ungefähr so groß wie dieses Studio. Wenn jetzt der Urknall der Anfang ist dann das schwarze Loch das Ende? Zumindest mathematisch kann man das so sehen. So einer der grundlegenden Denker über schwarze Löcher, Penrose, der auch den Nobelpreis gekriegt hat vor 2-3 Jahren, der hat das so beschrieben, dass sozusagen Urknall so Beginn von Raum und Zeit ist und schwarze Löcher symbolisieren eigentlich das Ende von Raum und Zeit. Nicht wirklich, weil natürlich das Universum als Ganzes nie ein komplettes schwarzes Loch werden wird und das Universum wird sozusagen eigentlich sich in Zukunft weiter ausdehnen und sozusagen verlaufen. Aber in schwarzen Löchern scheint die Zeit sogar still zu stehen. Und die sind eigentlich so die Endprodukte von Sternen und Galaxien, sodass man sie schon auch so als das Ende von Raum und Zeit. Jetzt bin ich beschreiben Theologe und finde es ein bisschen deprimierend, wenn wir sagen müssen, alles beginnt mit einem Knall und es endet in einem Loch. Das wäre ein bisschen frustrierend für unsere Existenz, oder? Ja, aber ich meine das doch sehr gut biblisch. Ja? Es fängt an am Anfang und es endet in der Apokalypse. Also wir lernen eigentlich zu leben, hoffnungsvoll zu leben zwischen diesen beiden Extremen. Was sagt der glaubende Mensch, Heino Falke, zu
zu Urknall und Ende dieser Entwicklung. Sagst du, das entspricht der Bibel? Nimmst du das wirklich so wahr? Also Genesis am Anfang, da wird die Schöpfung erzählt, kurze Bibelkunde und Offenbarung, Apokalypse am Ende der Bibel, da ist vom Himmel die Rede und der Ewigkeit. Ne? So dazwischen vollzieht sich die Geschichte. Findest du da die Parallele in deiner Wissenschaft? Ja, zumindest in der Grundannahme, dass es einen Anfang zumindest für dieses Universum gegeben hat und dass es ein Ende für dieses Universum und für diese Welt geben wird. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich unbestreitbar inzwischen. Und das entspricht eigentlich auch gut biblischem Denken. Tatsächlich war es vor 100 Jahren so, dass viele Wissenschaftler sich aufgelehnt haben gegen die Urknalltheorie, weil sie gesagt haben, ja, da kommt der Schöpfer ja wieder aus dem Grab gesprungen, den sie schon beerdigt hatten. Geglaubt zu haben, meinten. Und ja, aber so ist die Welt nun mal. Die Welt hat eben einen Anfang und sie wird ein Ende haben. In der Astrophysik hat man in den letzten Jahren unglaublich viel entdeckt. Du hast damit mit Anteil, mit dem Schwarzen Loch, mit der Fotografie. Vieles ist dazugekommen. Wo gibt es die Grenzen der Erkenntnis? Wir können nicht über den Urknall hinausschauen oder davor schauen. Wir können eigentlich nicht in schwarze Löcher hineinschauen. Wir können eigentlich auch die Zukunft des Universums nicht im Detail vorhersagen. Wir können selbst die Bewegungen unserer Planeten im Sonnensystem können wir sehr gut berechnen, auf ein paar hundert, paar tausend Jahre. Aber über ein paar Millionen Jahre wissen wir schon gar nicht mehr genau, wo die Erde dann sein wird. Weil das ganze Sonnensystem, und jeder wird es irgendwie wissen, ist am Ende chaotisch. Ja? Also wie unser ganzes Leben manchmal chaotisch ist, aber es ist fundamental unvorhersehbar, bestimmte Dinge. Wir können im Großen und Ganzen Dinge vorhersagen, genau wie das Wetter. Ne? Es wird vielleicht ein bisschen schöner oder ein bisschen schlechter, aber ob ich jetzt da einen Regentropfen abkriege oder mein Nachbar oder wo es genau regnet und wann genau, das ist am Ende irgendwie Zufall. Und das ist auch etwas, was wir gelernt haben in der Wissenschaft. Es ist nicht alles vorhersehbar, nicht alles messbar und nicht alles erfahrbar ist. Es gibt Grenzen der Wissenschaft und die sind fundamental eingebaut in die Wissenschaft selber. Und es gibt auch eine Ordnung in diesem Chaos. Also wenn man jetzt nochmal denkt, es gibt eine große Explosion, alles fliegt auseinander, die Ausdehnung des Universums. Es bleibt aber auch beieinander, sodass Planeten entstanden sind, dass eine Erde entstanden ist, dass es Leben gibt. Ja, das ist ja das Verrückte, diese Spannung, in der wir leben. Nicht? Du hast einen Urknall, wo du denkst, jetzt ist alles zu Ende. Ja, jetzt fliegt alles auseinander. Genau. Und dann kommt diese merkwürdige Schwerkraft, die schwächste aller Kräfte im Vergleich zu allen anderen Kräften, die wir kennen. Die Kernkraft oder elektromagnetische Kräfte, die magnetischen, elektrischen Kräfte, alle viel stärker als die Schwerkraft. Aber die Schwerkraft, die arbeitet nur in einer Richtung, die zieht immer nur zusammen. Ja? Und wenn sozusagen viele kleine Teilchen sich zusammentun, dann können sie sozusagen Sterne und Planeten bilden. Und aus diesem Urknall entsteht auf einmal Ordnung. Da entstehen Sterne, Planeten und dann nicht nur, dass auf diesem Planeten dass da Planeten sind, sondern dann entsteht da eine Atmosphäre, da entsteht auf einmal Leben. Was völlig Verrücktes, das war überhaupt nicht vorgesehen im Urknall. Wenn man so ein Physikbuch liest, würde man nie auf den Gedanken kommen, dass auf einmal Leben entsteht und dass dieses Leben dann irgendwann über diesen Urknall nachdenkt. Ja, dass hier auf einmal Teilchen des Urknalls stehen. Ja, wir beide sind sozusagen im Urknall gewesen. Ja. Alle unsere Protonen, die da drin sind in uns, die waren im Urknall, sitzen jetzt hier zusammen und reden und denken nach, ja, wo kommen wir denn überhaupt her? Und dann ist der glaubende Mensch, Heino Falke, der sagt, das ist gewollt, das ist angelegt gewesen, das ist kein Zufall, dass es so geworden ist. Das ist, also ich finde es so schön, in Genesis sind wir ein Spiegelbild Gottes. Ja, als Mann und Frau sind wir ein Spiegelbild Gottes. Und wir Menschen. Der Mensch, der Mann und Frau, der Mensch ist sehr modern. Das wollte ich nochmal betonen. Das ist sehr modern, die ersten Seiten der Bibel. Das heißt, wir spiegeln etwas wider, was schon von Anfang an da war. Wir sind nicht sozusagen, das ist so meine Grundüberzeugung, wir sind nicht so ein Dreckeffekt, der am Ende da rausgekommen ist, sondern unser Glauben, unser Hoffen, unser Lieben, das ist etwas, was irgendwie schon am Anfang da war und wir sollen hier sein. Also deswegen, glaube ich, müssten wir unsere Krone wieder mal aufsetzen, putzen und dafür sorgen, dass wir unseren Job auch richtig machen und uns vernünftig verhalten auf dieser Erde. Am Anfang war der Urknall, kann man einerseits sagen. Am Anfang war das Wort, steht im Johannesevangelium, in der Bibel. Also am Anfang war, kann man auch ein Stück weit sagen, als Physiker, da sind auch die Naturgesetze ein Stück weit angelegt worden, eine worthafte Ordnung. Am Anfang war Gott selber, der die Gesetzlichkeit der Welt, die Gesetzmäßigkeit, diese Ordnung mit angelegt hat in diesem Chaos. Das ist so für mich eine der auch interessantesten Aussagen von Genesis. Nicht? Man hört, als erstes ist das Licht. Ne? Also es werde Licht und es ward Licht. Dann denkt man, oh ja, super, Urknall und so. Aber davor gibt es noch was anderes, da heißt es, Gott spricht. Für mich sind eben auch so Naturgesetze
sind letztlich auch Worte Gottes. Deswegen ist für mich so Glaube und Wissenschaft kein Unterschied, weil wenn ich Naturgesetze studiere und ja, da brauche ich nicht dran glauben, die messe ich, dann sagen die auch etwas über den Schöpfer. Und es gibt auch keine wissenschaftliche Theorie, die ohne Naturgesetze auskommt, ohne diese Wörter, die eigentlich die Natur beschreiben. Und die sind einfach da. Also die werden so postuliert. Die Naturgesetze sind da. Wo kommen die her? Wer hat die gesprochen? Und darauf gibt es natürlich keine Antwort. Das wird dann spekulativ, ne? Ja, nein, du fängst genau mit diesen Sätzen an. Und wenn ich diese Wörter habe, diese Naturgesetze, dann entsteht daraus eine Welt. Aber wo diese Wörter herkommen und warum die so sind, wie sie sind, das kann ich nicht beantworten. Und da kann die Wissenschaft auch gar keine Antwort liefern. Das ist fundamental unmöglich. Also auch wenn man jetzt vor den Urknall zurückdenken wollte, wäre sozusagen, da beginnt die Spekulation, die Philosophie oder eben die Theologie. Ja, aber selbst wenn ich das könnte, vielleicht gibt es irgendeine Wissenschaft, die uns erlaubt, durch den Urknall hindurchzuschauen. Aber selbst dann ist ja die Frage, wo kommt das her, was davor ist? Und welche Regeln haben denn dafür gesorgt, dass aus dem, was davor wird, dann wieder der Urknall wird? Ja, welches Wort hat dafür gesorgt? Also du kommst mit der Wissenschaft und deinen Messungen da einfach nicht an. Und da musst du tatsächlich philosophische, theologische Grundannahmen machen, um zu definieren, was ist dein Anfang? Was ist dein Anfang der Welt? Das wird dir die Wissenschaft nie liefern. Es gibt Christen, die vertreten und sagen, die Welt wurde an 7 Tagen geschaffen, die 24 Stunden gedauert haben. Also Tage, wie wir sie kennen. Ja. Was sagst du denen? Ja, also wenn dann die 24 Stunden werden definiert durch die Sonne und die entsteht in der Bibel auch erst am 4. Tag. Also, das sage ich auch immer. Das ist für mich allein schon theologisch nicht nachvollziehbar. Aber gut, ich sag mal, es gibt Leute, für die das keine Rolle spielt. Ja, für die ist Wissenschaft und große Zahlen, ob die Welt vor 6.000 Jahren oder vor 13 Milliarden Jahren geschaffen ist, spielt für die keine Rolle im täglichen Leben. Ist okay. Aber ich bin Wissenschaftler, ich schaue hinaus, ich schaue mir diese Welt an und diese Welt sagt mir, sie ist alt. Sie ist riesengroß, sie ist Milliarden Lichtjahre groß, sie ist Milliarden Jahre alt. Dein Alter ist nicht zu zählen, das ist auch ein schöner biblischer Ausspruch. Und sie sagt es mir ins Gesicht. Ja, und da kann ich mich nicht hinstellen und zu sagen, ja, die Welt ist... die Augen zumachen. Und zu sagen, die Welt ist 6.000 Jahre alt, sondern sie ist so alt, wie sie ist. Und dann verstehe ich, denke ich, auch einen Genesis-Text besser. Wo ich dann eben feststelle, das sind Epochen, das sind Phasen sozusagen der Entstehung und nicht 24 Stunden. Es ist so entspannt zu sehen, wie bei dir Wissenschaft und Glaube so versöhnt beieinander sind und gar nicht so als ein Gegensatz erlebt werden, der manchmal auch künstlich, glaube ich, aufgebaut wird und manchmal die beiden gegeneinander argumentieren und man auch um das streitet, was Hoffnung eigentlich ist. Über Hoffnung lass uns noch ein bisschen reden. Es gibt in diesem Podcast eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Ich bitte dich, ein Los zu ziehen, hier aus diesem Glas. Du kannst es mal zu dir herziehen. Nimm einfach ein Los raus, welche Farbe du auch immer nehmen willst. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Dann muss ich aber eine Brille aufsetzen, um das mal... So, und dann aufziehen und lies mal vor, was da steht. Goethe. Der gute alte Goethe. Der alte Goethe. Die Hoffnung wie die Furcht sind zwei leere Wesen. Ja. Aber sehr abgeklärt zynisch, finde ich, oder? Ja, genau. Leere Wesen. Die Furcht. Also die Furcht ist auch nicht leer, weil sie wirklich Menschen plagt und packt. Also jemand, der wirklich Angst hat, dem würde ich auch nicht sagen wollen, dass deine Furcht ist leer. Und ich würde auch nicht sagen, dass meine Hoffnung leer ist. Und ich glaube, gerade die Hoffnung ist eigentlich so ein bisschen das, worauf ich hinlebe. Du widersprichst also komplett im Also Grunde. Goethe, ich bin kein Fan von Goethe, muss ich sagen, seit heute. Nein. Aber die beiden sind ja klassischerweise, sagt man, Gegenspieler. Die Furcht oder die Angst gegen die Hoffnung. Was leitet dich? Hoffnung, Zukunftsgewandtheit, nach vorne gewandt oder Angst, eine Zurückhaltung? Beides kann gefüllt sein, ja, und beides kann Grund haben. Ist sicherlich auch vernünftig, manchmal Respekt zu haben vor dem, was da kommt. Furcht ist, glaube ich, nie ein guter Ratgeber. Respekt, glaube ich, ist das Richtige, auch Realitätssinn. Aber am Ende bin ich immer hoffnungsvoll. Am Ende glaube ich dann doch, weißt du, morgen wird es anders aussehen, in ein paar Jahren. Es wird sich ändern. Es gibt immer noch eine andere Möglichkeit. Ich predige immer die Hoffnung am Ende. Ich glaube, Goethe will eher darauf hinaus, dass wir nicht zu sehr über das Künftige resonieren und nachdenken
kommt da was Gutes, kommt da was Schlechtes, Angst oder Hoffnung, sondern lebe in der Gegenwart. Tu jetzt das, Ja, aber ich wozu lebe in du der Gegenwart immer im Blick auf die Hoffnung, die ich in der Zukunft habe. was vor Weil dir ich ist. gehe immer nach vorne. Also ich möchte nicht im Kreis rumgehen. Ich möchte eine Hoffnung haben, wo ich drauf zugehe. Was bedeutet Hoffnung für dich? Für deinen Glauben? Für dein Hoffnung Leben? ist eigentlich ein Lebensquell. Also, weil, ich meine, das Leben ist ja ziemlich anstrengend manchmal. Und manchmal fragst du dich, warum machst du das Ganze überhaupt? Und was soll das? Und wenn ich die Hoffnung hättest, dass das, was du tust, eine Bedeutung hat, dass das Wort, das du sprichst, was bewirkt, dass das, was du tust, irgendetwas verändert in dieser Welt und dass das einen bleibenden Einfluss hat, dass das Menschen verändert, dass es Menschen bewegt, dann wüsste ich nicht, warum ich noch hier wäre. Warum tue ich das alles? Ich habe die Hm. Hoffnung, dass das kleine bisschen, was ich tun kann, ähm, Menschen bewegt, verändert, diese Welt ein Stück besser macht. Ist das ein Grund, warum du auch ehrenamtlich Prediger bist? Du hast ja mitgewirkt bei der Gründung eines christlichen Vereins für junge Leute, Ja, CVJM. im CVM haben wir mitgegründet. Predigst in der evangelischen Kirche Ja. im Rheinland so ab und zu mal. Genau. So eine Art Hobbypfarrer. Hast dafür eine Ausbildung Ja, gemacht? Predikant, ja, heißt Predikant, das. ja. Ja, ich bin ordiniert, das heißt, ich darf eigentlich alles machen bei uns in der Kirche, taufen, beerdigen, trauen. Ich habe Warum angefangen, machst du das? ja, um diese Hoffnung ein Stück weiterzugeben an Menschen, um so ein bisschen von dem, was in mir ist, so der Glaube, da ist mehr. Mhm. Ja, es ist nicht nur reine Wissenschaft, reines Materialismus. Es ist nicht alles immer nur schlecht, sondern ich will sagen, es lohnt sich, ein Stück zu glauben, an die Zukunft zu glauben, an Gott zu glauben und auch Menschen zuzusprechen, du bist wertvoll. Wenn Jedem du, in, einzelnen Menschen zu sagen, du bist wertvoll. wenn du in der Kirche über Hoffnung und über den Himmel redest, denkst du dann auch an den Himmel, in den du schaust mit Teleskopen und den du vermisst im Universum? Oder sind das zwei völlig getrennte Dinge? Nicht völlig getrennt. Wenn ich in den Himmel schaue, das Weltall, dann sagt mir das eigentlich, dass Gottes Himmel noch viel größer ist. Also dieser Himmel, den wir ja sehen, der ist wunderschön. Wenn du guckst, diese Galaxien, diese Sterne, diese Nebel, die da sind und wie riesig alles ist. Ja, wir sind ja nur ein Sandkorn auf einem Sandkorn in diesem großen Ozean des Alls. Und trotzdem, glaube ich, haben wir eine ganz besondere Bedeutung. Weil wir eben glauben, hoffen und lieben dürfen und können in dieser Welt. Das ist etwas, was Sterne und Planeten nicht können. Wir sind ganz besondere Staubkörner, sage ich immer. Und das versuche ich Menschen auch mitzugeben, dass sie das begreifen. Wir sind nicht die Herrscher dieser Welt, Mhm. aber wir sind beseelte, begabte, besondere Staubkörner. Wenn Kinder fragen, wo ist der Himmel, was antwortest du denen? Er ist in deinem Herzen genauso, wie er da draußen ist. Und jenseits von all dem, was wir sehen können. Also der Himmel reicht von deinem Herzen, so weit du schauen kannst und noch darüber hinaus. Sag mal, letzte Frage, die dir wahrscheinlich auch öfter gestellt wird. Glaubst du, dass es irgendwo außerirdisches Leben gibt? Ja, die Frage wird dauernd gestellt und das finde ich eine rein wissenschaftliche Frage. Es kann durchaus sein, dass wenn Gott mehr Lebewesen geschaffen haben wollte, dann darf er das sicher tun, rein theologisch. Auch im Mittelalter wurde das übrigens schon diskutiert. Nicht? Also es war sogar verboten zu sagen, Gott könnte das nicht. Also da gab es so, Schau mal an. Es war 1277 gab es so Verbote, also die erste Inquisition. Und da wurde verboten zu sagen, dass Gott nicht mehrere Welten hätte können schaffen. Ich habe heute Schwierigkeiten Hätte mit schaffen Deutsch. können. Hätte schaffen können, ja, also das andere Deutsch. Ich glaube, ich habe zu viel Holländisch in meinem Kopf. Genau, also es war verboten zu sagen, Gott könnte nicht andere Welten schaffen, weil das würde die Allmacht Gottes beschränken. Und naturwissenschaftlich sehen wir, dass Leben scheinbar entstanden ist aufgrund der Naturgesetze. Warum nicht auch woanders? Aber ist dann intelligentes Leben entstanden, ein beseeltes Leben, so wie wir das hier kennen, beseelt, beflügelt, begabt? Das wissen wir nicht. Ich vermute, dass es selten ist. Wenn es das gibt, wird es selten sein, aber es ist nicht unmöglich. Also es bleiben Fragen offen. Heino, noch 3 Satzanfänge zum Schluss dieses Gesprächs, die ich dich bitte zu vollenden. Mein nächstes wissenschaftliches Ziel ist? Ein Film von einem schwarzen Loch zu machen. Ein Film. Ja, Hollywood. Na, nicht Hollywood, aber Ja. ein bisschen Bewegung reinzubringen. An der Schöpfung fasziniert mich immer wieder, Ja, dass wir sie wahrnehmen können, dass wir sie auch Teil verstehen können und dass sie zu sowas wie uns geführt hat am Ende.
Auf das Gute zu hoffen ist nicht unvernünftig, weil am Ende, ich glaube, das Gute doch immer wieder siegt. Heino, vielen Dank für diese Ausblicke über den Horizont hinaus. Alles Gute dir, viel Freude beim Weiterforschen und Fotografieren und Filmen Ja, und Gottes Segen in allem. danke. Tja, und genau das wünsche ich euch auch. Zumindest ein kleines Stück Himmel im Herzen, eine Hoffnung, die euch trägt und hält. In diesem Sinne viel Freude beim Weltverändern.